So, Servus. Kleines Spy-Update-Video. Wir werden uns heute anschauen. Wird jetzt der Markt crashen? Haben wir gestern einen Top bekommen? Oder gehen wir noch weiter hoch? Wenn es euch interessiert, bleibt dran. So, bevor wir starten, wie immer, ich benutze diese Methode hier. Ich werde das Erklärvideo am Ende des Videos verlinken oder ihr sucht es einfach auf meinem Kanal, die Playlist Fractal Method. Na, dann springen wir gleich hinein. War ein recht witziger oder unwitziger Tag gestern. Kommt immer darauf an, wie man sieht. Aber meiner Meinung nach war es ein perfektes Beispiel dafür, dass wir uns am Ende eines Cycles befinden. Ja? Einfach nur deswegen, der Move gestern, dieses steile Rauf und das sofortige Kneifen, wenn man sich überlegt, vor 2, 3 Jahren, keine Chance, sowas zu sehen. Ja? Es wird immer schneller, was einfach ein Zeichen dafür ist, dass wir uns am Ende befinden. Heute mal wieder die bullische Methode, Variante, die bärische Variante und die absolute Hölle. Was haben wir gestern gemacht? Einfach zur Wiederholung. Das war unser Wie am Freitag. Und gestern in der Früh sind wir runtergeneift bei den Futures und bei SPY dann im Pre-Market. Das war ein perfektes Point 5 für unser B. Danach sind wir raufgerannt und am Nachmittag sind wir wieder runtergeschossen. Somit war das eindeutig unser kleines Wie, unser High Low, unser kleines A, kleines B, kleines C. Und im Großen und Ganzen, wenn man sich das anschaut, war das unser nicht wirklich mittleres, aber ein Zwischenstage von unserem mittleren A. Und das war unser mittleres B für die bullische Variante. Bedeutet, was müssen wir jetzt machen? Das war jetzt eindeutig ein Top. Da kann man nicht drum diskutieren. Das bedeutet, wenn das B ist, brauchen wir unseren Point 5 Pullback. Der ist genau bei 6,68. Ich habe mir das gestern beim Marketschluss noch angeschaut. Ich war eigentlich der Meinung, okay, wir sind nicht so schnell. Bedeutet, wir haben hier in After Hours geschlossen und ich hätte angenommen, okay, das hier würden wir heute machen. Das wäre dann unser M. Dann würden wir runtergehen, wieder rauf. Das wäre unser T. Und bis Freitag machen wir die Point 5. Ja, hätte bedeutet, wie immer, am Mittwoch schwenken wir in die andere Richtung und Donnerstag, Freitag rot. Hätte bedeutet, am Freitag hätten wir unser Wie bekommen und die ganze nächste Woche wäre dann der Aufschwung gewesen. Hätte perfekt gepasst. Jetzt schaut man sich die Futures an heute. Gleiches Movement. Wie A, B, C, Top, runterknallen. Weiß natürlich die Futures ist, wäre das halt das Gleiche. Wenn man sich das jetzt aber ganz genau anschaut, dann haben wir in den Futures unser Point 5 schon erreicht. Jetzt. 2 Stunden bevor der Pre-Market anfängt. Also für die bullische Variante, ja, war das unser C. Hier ist unser Lower High. Irgendwo hier muss unser M sein. Das hier, bevor Marketschluss, war schon unser T. Wir sind runtergeknallt zum Point 5. Ja. Der Point 5, wie ich immer sage, wir können auf der Point 5 bouncen oder ein bisschen drüber oder drunter. Also wir könnten noch immer ein bisschen hier runtergehen. Ja. Was ich nicht sehen will, ist ein Bruch von dem hier. Das würde bedeuten für SPY, ich möchte nicht unter 6,84 fallen, weil dann kommt die bärische Methode. Aber alles in allem, wenn wir im Pre-Market hier öffnen, ja, dann sind wir mit diesem Pullback schon fertig. Und es wäre halt dasselbe, was SPY in den letzten Wochen immer macht. Wir bekommen in den Futures und im Pre-Market den Knife. Den Rest des Tages laufen wir.
In dem Fall 2 Varianten. So, also wir sind jetzt auf jeden Fall schon hier unten. Also in dem Fall, ja, das wäre unser A, M, hier ist irgendwo unser T. Also wir sind schon hier unten. Jetzt gerade, in dem Moment. Bedeutet, es gibt noch einmal eine kleine Chance, dass wir am Freitag unser Top bekommen. Irgendwo in der Area hier. Ja. In dem Fall haben wir noch immer hier, wenn wir jetzt hier sind, das wären 2,37%, ist schon relativ viel für 2 Tage, aber heutzutage fürs Buy. Also in dem Fall, wir könnten noch immer unser Top am Freitag bekommen. Ja. In dem Fall, wenn wir dann unser Top hier bekommen, ist unser nächster großer Pullback irgendwo dann hier unten. 6,86. Ja. Wenn nicht, also sagen wir, jetzt plötzlich verlangsamen wir uns. Wir sind zwar hier abgespeedet, aber wir verlangsamen uns. Ja, dann werden wir wahrscheinlich heute den ganzen Tag nichts machen und unser Higher Low von diesem ganzen Blödsinn hier machen. Und Freitag starten wir den Run. Aber dann gehe ich davon aus, dass das Ganze bis nächste Woche Freitag dauert. Die einzige wirklich bärische Alternative, die ich habe, bedeutet, wenn man sich das anschaut, hier ist unser A, das Ganze, hier ist unser B, das wäre unser kleines C, mag ich nicht, aber immer eine Alternative haben. Und das wäre schon ein Top. Ja. In dem Fall ist unser Ziel V&A. Ja. Das würde bedeuten, wahrscheinlich bis nächsten Freitag, 16. Ja. 6, 6, 7. So, wir werden also jetzt hier runterfallen. Meiner Meinung nach, wir würden noch immer raufkommen. Ja. Lower High, Midpoint, T, V&A. Ja, oder V&A. Oder wir machen es ganz schnell und wir kneifen die ganze nächste Woche. Ja. Sehe ich aber derzeit noch nicht. Ich bin noch immer bullish. Zu was ich mehr tendiere, ich muss wirklich sagen, allein die Tatsache, dass wir das so schnell gemacht haben, in Overnight, gehe ich davon aus, sagen wir mal, 40% Chance, no financial advice, wir sehen unser Top noch immer diesen Freitag. 60% Chance, wir machen unser Higher Low und machen das Top nächsten Freitag. Ja. Was könnte uns das bestätigen? Ja, ganz einfach, wir schauen uns den Wix an. Ich habe ja gestern gesagt, ich hätte gerne, dass das hier schon unser T-Top war, also T-Peak war und dass wir runterneifen, haben wir klarerweise nicht gemacht. Mit dem Move in den Futures, wir haben hier eine kleine Gap. Mit dem Move runter, ich glaube, dass der Wix hier öffnen wird, irgendwo in dem Punkt hier. Ich gehe noch immer davon aus, dass das unser Top war, von unserem T. Ja. Wir brauchen noch immer unser T von dem ganzen Ding. Und dann kneifen wir runter. Ja. Mein Ziel ist noch immer irgendwas unter 12,72. Ob wir Allzeit-Low brechen, bin ich noch nicht so überzeugt, aber auf jeden Fall 12,72. Und das wäre halt noch immer unser Blow-Off-Top. Noch immer. Und wenn man sich anschaut, jedes Mal, wenn Wix sein T bekommt, das ist ein Knife. Ein ziemlich schnelles Knife. Das ist nichts Langsames, was auch fürs Buy bedeutet, es wäre ein ziemlicher schneller Run nach oben. Für die bärische Alternative bedeutet das, ich muss mein T irgendwo hier hineinquetschen. Ihr wisst, ich mag das nicht. Aber würde bedeuten, dass Wix jetzt nach oben schießt. Ja. Weil, wenn Spy up crasht, dann knallt Wix natürlich nach oben. Aber ich muss ehrlich sagen,
Ich bin noch bullish. Schauen wir mal, was uns der Markt heute bringt. Ja, ich meine, in den Futures bouncen wir gerade. Aber ja, schauen wir, ob wir recht haben. Okay, wie immer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like hinterlassen. Das Erklärvideo mache ich hier. Playlist da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, hier ist der Abo-Button. Wir sehen uns.